Sag mal, was macht eigentlich dieser Daily vom Explorer? Da gucken wir mal nach. Oh, hallo. Ihr habt euch sicherlich schon gewundert, warum ihr so lange nichts vom Iveco-Projekt gehört habt. Das liegt daran, wie ihr gut seht, ich bin noch mitten am Überlegen und Tüfteln und Ausprobieren. Denn ich muss mir ganz besonders viel Mühe geben. Wir haben nämlich eine tolle Nachricht. Das, was wir uns hier ausdenken, das könnt ihr höchstwahrscheinlich sogar nachkaufen. Und dann muss es natürlich auch besonders gut funktionieren. Ja, aber wenn ihr jetzt schon mal da seid, dann kann ich euch ja mal ein bisschen mitnehmen und zeigen und erklären, was ich hier gerade so ausprobiere und warum und weshalb das so aussieht, wie es später aussehen soll. Und warum ich mir auch diese Mühe mache, es alles mal so ein bisschen live auszuprobieren und nicht nur aufzuzeichnen. Fangen wir mal hier direkt hinten am Heck an. Es gibt 2 Eingänge und 2 Ausgänge in dieses Auto. Nämlich, wenn abends das Bett abgesenkt ist, wir wollen ja vorne ein Hubbett installieren, dann komme ich nicht mehr so leicht durch die Schiebetür rein und raus. Aber wenn es auch mal richtig Dreckswetter ist, und hier in Norddeutschland haben wir häufig Dreckswetter, dann möchte ich eine Schmutzschleuse nutzen können. Und hier, wo ich gerade drin stehe, das ist die Duschtasse. Ich kann also später durch diese Tür rein und raus gehen, kann meine nassen Sachen in der Duschtasse umziehen. Ich als Wassersportler ziehe zum Beispiel meinen Neoprenanzug aus. Und dann kann ich ins Wohnzimmer weiterlaufen und mache nicht bei Sturm und 8 Grad plus vorne die riesen Schiebetür auf. Die ganze warme Luft ist beim Teufel. Aber da geht das schon los. Ich habe jetzt hier, wie ihr ganz gut seht, kaum noch Stehhöhe. Ich weiß, hier kommt die Duschtasse hinzu und nur wenn ich mir das alles mal so vorher ausprobiere, dann merke ich, funktioniert das, habe ich genug Platz. Hier zum Beispiel soll der Kleiderschrank hinkommen. Habe ich genug Platz mit dem, was ich mir ausgerechnet habe? Oder will ich ein bisschen weiter reinrücken? Passt das? Wie groß ist die Toilette? Also hier steht schon die Toilette, die wir verwenden werden. Die ist sehr kompakt, kompakter als das Modell, was ich im Ursprung geplant hatte. Jetzt haben wir hier sehr viel Platz und können zum Beispiel noch Stauraum dahinter bauen. Und ich hatte es ja eben schon angekündigt, wir wollen alles, was wir bauen, so konstruieren, dass ihr es in euren Kastenwagen auch verbauen könnt. Das heißt, wie bauen wir jetzt diese Module? Dieses Toilettenmodul und das Küchenmodul und den Schrank, dass das auch in mehreren Fahrzeugen funktioniert. Hier habe ich jetzt also viel Platz gewonnen durch das andere WC. Wir werden hier aber beispielsweise noch eine Wand setzen. Das ist viel einfacher zu konstruieren, als jetzt die ganze Tür zu verkleiden und das alles anzupassen. Deshalb wird es hier zum Beispiel später eine Wand geben. Und sowas merkt man einfach nur, wenn man sich das mal 4 Wochen auf den Hof stellt und jeden Abend nochmal durchläuft, sich mal aufs Klo setzt, um zu merken, wie kann ich das noch ein bisschen anpassen. Also, hier ist die große Duschtasse, da gewinne ich wieder 4 cm Luft, dann habe ich auch hier oben ein bisschen Platz, aber ich werde hier oben noch eine Dachluke einbauen. Das haben wir hier vorne schon das Prinzip, dann gewinne ich wieder ein paar Zentimeter und ich kann beim Duschen auch ganz leicht die warme, stickige, feuchte Luft nach oben ablüften. Hier drüben ist dann der große Kleiderschrank. Es geht ja immer auch ein bisschen auch um Stauraum. Ich habe das auch alles mit ein bisschen ausgerechnet. Hier hinten zum Beispiel sind extra Aufkleber. Da steht Stauraum circa 160 Liter. Und so weiß ich letztendlich, wie viel Platz habe ich in diesem ganzen Fahrzeug, kriege ich das alles unter. Und jetzt sind wir im Badezimmer erstmal fertig und gehen mal einen Schritt weiter in die Küche. So, ich öffne hier mal eine virtuelle Tür und verschließe sie hinter mir wieder. Hier in diesem Durchgang wird es eine Tür geben, die um 180 Grad kippt. Also die kann von hier einmal ganz durchschwenken und im geschlossenen Zustand wird sie später den WC-Raum unsichtbar machen. Ich kann aber trotzdem nach hinten durchgucken. Es gibt ein Fenster in dieser einen Seitentür, das heißt, ich habe auch Licht. Ich könnte theoretisch sogar vom Fahrersitz nach hinten durchgucken und sehe, ob ein Baum hinterm Auto steht, zumindest eingeschränkt. Aber es geht einfach darum, ich möchte das Fahrzeug in dieser Länge erhalten lassen. Ich will nicht es hier hinten schon abschließen und zumachen. Dann wirkt es einfach kompakt und ein bisschen eng. Und hier in diesem Bereich wird es später eine große Dachluke geben. Ich habe den Doppelboden sehr hoch gesetzt, dass das Ersatzrad gerade noch so gut reinpasst. Dementsprechend ist mir hier oben die Stehhöhe verloren gegangen. Aber ich brauche keine 2 Meter Stehhöhe, sondern es genügt gerade so, dass ich aufrecht stehen kann. Hier kommt dennoch eine große Dachluke rein und die bringt nochmal den entscheidenden Zentimeter mehr. Also Nils, der da hinter der Kamera steht, der könnte später hier auch aufrecht stehen. Und das hier ist im Prinzip der gesamte Arbeits- und Nutzbereich. Der liegt exakt über der Hinterachse, hat den Vorteil, das Ersatzrad ist etwa hier, wo ich jetzt stehe. Der Wassertank wird hier vorne sein. Ich habe den schweren Kühlschrank auf dieser Seite. Die Batterien stehen da. Also all die schweren Sachen sind richtig schön zentral über der Hinterachse. Nicht hinter der Hinterachse, nicht davor, sondern wirklich mittig drüber. Dann haben wir auf der Fahrerseite die Küche. Die ist L-förmig.
ich möchte einen großen Kühlschrank unterbringen. Denkt immer dran, dieses Fahrzeugkonzept ist ja darauf ausgelegt, zu sagen, 2 Erwachsene und 2 Kinder. Und so eine 4-köpfige Familie, die braucht schon ein bisschen mehr Platz für Lebensmittel. Und deshalb gibt es hier einen großen Kühlschrank. 100 Liter habe ich hier eingeplant. Würde auch ein etwas kleineres Modell reinpassen, aber 100 Liter ist so, glaube ich, ein ganz guter Standard. Die Küche ist deshalb 11-förmig, weil der Kühlschrank entsprechend viel Platz braucht. Und ich will aber die ganze Küche nicht so weit rausziehen. Dann haben wir wieder so einen langen Schlauch, auch wieder unpraktisch. Und so kann ich mich ein bisschen bewegen, so kann ich an der Küche auch von dieser Seite arbeiten. Hier wird später die Spüle sein und hier der Herd. Das habe ich auch schon aufgezeichnet, um so von oben mal so einen Blick zu kriegen. Im nächsten Schritt werde ich jetzt nochmal wahrscheinlich eine USB-Platte zuschneiden oder einen Karton, um das nochmal auf dieser Höhe zu sehen, wie das dann funktioniert. Wir planen übrigens Hybrid. Ich werde mit Gas kochen, aber auch mit Strom kochen. Dann kann man sich das ein bisschen aussuchen. Zum einen wollen wir mal kennenlernen, wie das ist, mit Induktion zu kochen, wie viel Strom man da wirklich verbraucht, wie gut der nachkommt. Aber wir können eben immer gut wechseln. Auf der anderen Seite, ich habe hier schon mal so ein bisschen so ein kleines Bänzel gemacht, um so ein erstes Gefühl zu kriegen, dass hier ja auch ein weiterer Staubereich ist. Hier habe ich die Aufgabe, ich habe den Durchgang nach vorne. Den kann ich also nicht einfach zubauen. Ich kann hier nicht einfach rechtwinklig so sagen, hier, zack, da kommt ein Schrank hin. Denn auf einmal bleiben mir dann nur noch wenige Zentimeter und ich muss mich da so durchschwingen. Es gibt da ja richtig konkrete Maße, die man einhalten sollte. Und ich habe hier gesagt, 60 Zentimeter möchte ich mindestens an Durchgangsbreite haben, was dazu führt, im aktuellen Entwurf ist das hier abgerundet und erst hier im hinteren Bereich habe ich wirklich den vollen Bereich zur Verfügung, wo ich dann wirklich Lebensmittel reinstauen kann. Was habe ich hier? 160 Liter an Volumen für dieses Rechteck. Das ist auch schon mal eine ganze Menge. Und es kommt ja auch dazu, ich brauche immer auch Bereiche, wo ich zum Beispiel Lichtschalter unterbringe oder die Bordmonitore. Und das kommt hier vorne hin, in diesen flacheren Bereich. Das ist also auch gut nutzbar. Ja, das ist der mittlere Teil. Zum Thema Fenster, da musste ich ein bisschen Kompromiss eingehen. Ich hätte eigentlich gerne über der Küche ein Fenster gehabt, was in einer schönen Arbeitshöhe ist. Zum einen ist es nett, dass man nach draußen gucken kann, man kann auch einfach gut weglüften, aber hier haben wir einen Holm und den Holm kann ich nicht wegnehmen. Ich hätte jetzt als Option hier drunter ein sehr flaches Fenster zu machen, also die Höhe von der Arbeitsfläche ist hier, es würde also nur ein sehr kleines Fenster übrig bleiben. Ich habe gesagt, gut, das lassen wir weg. Hier haben wir die große Dachluke, wir haben also genug Licht, aber ein Fenster muss an dieser Stelle wegfallen. Das ist eben diese Tücke. Kastenwagen, manchmal kann man es nicht ändern, was da ist. Auf der anderen Seite ähnliches Spiel. Wir haben ja hier die vorbeilaufende Schiebetür, das heißt ein Ausstellfenster wäre ohnehin schon mal Blödsinn, denn das geht über kurz oder lang mal kaputt, wenn man vergessen hat, es zuzumachen, bevor man die Schiebetür aufmacht. Man müsste also entweder ein fest verglastes Fenster reinmachen oder ein Schiebefenster. Auch hier hätte ich nur wieder so eine geringe Höhe, deswegen gibt es auch hier kein Fenster, aber Tageslicht ist hier genug. So, jetzt komme ich mal herunter. Wundert euch übrigens nicht, dass das hier alles so quietscht. Die Bodenplatte vom doppelten Boden, die hat noch ein bisschen Übermaß, die quietscht noch so ein bisschen außen an der Karosserie, da muss ich noch so einen Zentimeter wegnehmen. Die ist aber noch nicht fest, denn erst kommt der Wassertank unten rein und dann verklebe ich die am Ende. Deshalb macht die noch so ein bisschen Geräusche. Was man hier vorne ganz gut sehen kann, das ist das Fach für die nassen Schuhe. Das findet hier unten Platz. Da wird es später auch noch einen Radiator geben. Das Auto bekommt ja eine Wasserheizung. Also wir können hier 2 Radiatoren anbringen. Da kommen die nassen Schuhe dann in der Wanne drauf, können da trocknen. Sind auch direkt verschwunden, Schiebetür auf. Wie gesagt, 4 Paar Schuhe müssen irgendwo Platz finden. Zack, die verschwinden da an der Stelle. Ob das eine Klappe gibt oder offen ist, da müssen wir noch ein bisschen tüfteln. Aber dafür ist zumindest dieser Bereich vorgesehen. Und ich sitze hier auch schon auf der begurteten Sitzbank. Das ist ein Standardprodukt mit 2 Dreipunktgurten. Hier drunter wird die Heizung eingebaut und die Luftheizung. Also wir haben 2 Heizungen. Die Luftheizung ist schon verbaut. Die Wasserheizung kommt hier daneben. Und hier im unteren Bereich gibt es dann auch die Warmwasser-Fußbodenheizung. Wir müssen ja immer daran denken, so ein Kastenwagen hat viel Wärmeverlust vorne durchs Fahrerhaus, ist einfach deutlich schlechter gedämmt. Wir haben die großen Scheiben und dementsprechend müssen die Gegenstände warm sein. Sonst würde permanent die Luftheizung hier wieder anlaufen und das wollte ich nicht. Und deswegen gibt es hier eine Fußbodenheizung und eben mehr Radiatoren als üblich, damit es einfach hier dauerhaft warm ist. Denn das Auto soll auch wintertauglich sein und da man hier ganz vorne sitzt, muss es auch im Fahrerhaus ganz angenehm sein.
Über mir wird dann das Bett sein. Das ist tatsächlich noch meine größte Baustelle, denn die normalen erhältlichen Hubbettkonstruktionen, die sind darauf ausgelegt, dass die an ein horizontales Dach heranfahren. Aber hier habe ich vorne diese starke Krümmung und ich müsste entweder mit dem Bett sehr weit nach hinten oder ich muss mir was Eigenes einfallen lassen. Beim Thema selbst einfallen lassen bin ich gerade, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Dieser Holm kann auf jeden Fall weg und wir werden später, deshalb ist der Sitz auch gerade so abgesenkt, das wird etwa die abgesenkte Höhe sein. Dann kann man hier gerade noch sitzen und da über ist ausreichend Platz, wird so etwa 75 bis 80 cm strebig an oberhalb der Matratze an Luft sein, dass man auch wirklich auch gut drin schlafen kann. Im Gegensatz zu dem Hubbett, was aktuell noch nach einer Einzelbastellösung aussieht, möchte ich bei den Möbeln einen entscheidend anderen Weg gehen. Und da bin ich jetzt auf euer Feedback angewiesen. Schauen wir uns zum Beispiel mal diese Platte an. Diese Platte, rechteckig, soll später ein Elektrokasten werden. Ein richtiges Modul, wie der Schrank hier auf der Beifahrerseite ein Modul sein soll, wie die Küche ein Modul sein soll, der Kleiderschrank hinten und der Toilettenraum. Dass man mit diesen Modulen selber sich sein Van zusammenpuzzeln kann. Das wird in verschiedene Fahrzeuge passen können, mit mehr oder weniger Anpassungsarbeiten, da seid ihr dann wieder gefragt. Aber wie weit sollen wir bei diesem Konzept gehen? Sollen euch die Möbel als Bausatz bereitgestellt werden oder möchtet ihr die Möbel fertig zusammengebaut kaufen oder möchtet ihr die Möbel sogar inklusive der Technik, die wir da eigentlich gedanklich vorgesehen haben, schon kaufen? Also welche Schritte wären für euch interessant? Da brauche ich unbedingt mal in den Kommentaren jede Menge Feedback, was ihr euch dazu denkt und wie weit wir das zu Ende planen sollen. Oder ob es am Ende doch wieder nur ein One-Off sein soll, den wir für uns bauen und den ihr euch angucken könnt, Ideen rausziehen könnt. Aber ich finde, das ist eigentlich zu langweilig. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich würde gern einen Schritt weiter gehen an der Stelle. Ein Punkt zum Beispiel, weshalb mir das auch wirklich Spaß machen würde, das weiterzuentwickeln, dieses System, ist die Installationsebene. Van-Ausbauten, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, irgendwann fängt man an zu frickeln und zu fuschen, weil man irgendwo nochmal eine Leitung durchbohren muss, durch den Schrank durchgehen muss, weil man was vergessen hat. Und hier ist die Idee, wir machen eine Installationsebene und man kann alles vorher vorbereiten und setzt die Möbel am Ende nur noch drauf. Und hat auch schon die vorbereiteten Bereiche für die Heizung, egal ob Luftheizung oder Wasserheizung, das kann man austauschen. Und diese Möbel können theoretisch auch in Kabinen verwendet werden, denn sie haben gerade Rückwände, deshalb ist das Fahrzeug auch noch nicht gedämmt. Wir werden gerade Rückwände haben, dass ich sie eben recht multifunktional einsetzen kann. Habe ich einen langen Radstand, nehme ich zum Beispiel dieses Schrankmodul zweimal und schon habe ich meinen Innenausbau gemacht. Das sind alles so unsere Ideen. Wie gesagt, ich setze auf euch. Ich freue mich auf ganz viel Feedback zu dem Thema. Wir werden euch in der kalten Jahreszeit auf dem Laufenden halten und zeigen, wie die Möbel in der Schreinerei entstehen. Also Glocke an, dann verpasst ihr nichts.